sich die Rockmusik langsam aber sicher zum reinen Krach entwickelt. Guten Abend, liebe Aspekte-Freunde. Was an dieser Art Lebensäußerung wirklich ein Ausdruck der Zeitläufte ist, ob die jungen Leute, die dafür Eintritt bezahlen, wirklich so denken oder ob ihnen da eingeredet wird, dass sie so denken sollen oder ob das Ganze wieder nur ein Gag der unersättlichen Showbranche ist, das alles lässt sich ja leider immer erst hinterher feststellen. Im Rock'n'Roll ist den Leuten nicht bewusst, dass geschauspielert wird. Die glauben, das sei Realität. Das ist die ganze Illusion der Rockmusik. Das stammt nicht von mir, das hat einer gesagt, der es wissen muss, Mick Jagger von den Rolling Stones. Dass die Show etwas mit der Realität zu tun hätte, auf diese Idee kommt sicher niemand bei der Sängerin, die wir jetzt gleich porträtieren werden. Grace Jones, schon einmal bei uns angekündigt und seither zum Beispiel von unserem Zuschauer Heiner Schenk aus Zürich heiß ersehnt, gab kürzlich 2 Konzerte in der Bundesrepublik. Singender Kleiderständer, Plastikgeschöpf der Designerbranche oder Entdeckung eines großen Talents. Die Dinge und die Meinungen stoßen sich da hart im Raum. Zur besseren Beurteilung ein Porträt von Michael Stefanowski. With your theatrics, your acting's a drag. It's okay on TV. Es kam einmal ein Mädchen aus Jamaika nach New York und Paris, sah sich andern Tags als Topmodell auf den Titelseiten von Vogue und Harper's Modemagazin, wurde ein Star in Andy Warhols Factory und über Nacht die Queen der Disco- und Kunstschickeria. Da erwachten die Herrscher der Musikindustrie und ließen ihre Zauberkräfte walten. Eine Stimme, dazu raffinierte Studiotechnik, ein Schuss Exotik, das Ganze angeheizt mit guter Werbung. Fertig ist der Hit aus der Retorte. Grace Jones, designed by... Fragezeichen. Ich hatte überhaupt nicht ans Singen gedacht, aber wenn schon, gut, dann auf meine Weise. Was Showbusiness ist, das wusste ich auch schon, bevor die Plattenindustrie auf Ideen kam. Glaub ja nicht, dass die so ohne weiteres Geld investieren. Ich habe erst mal in mich investieren müssen, mir mein Image selbst erarbeitet und selber Geld in eine Show gesteckt, von der ich überzeugt bin, dass sie mich so darstellt, wie ich bin. I thought was me. Then he takes me in his arms and whispers low to me. Everything is lovely. It's him for me and me for him all alive. And it's so real what I feel. This is what je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Was die Piaf einst mit Gefühl gemacht hat, wird bei Grace Jones kühl inszeniert. Jede Geste ist berechnet, Musik, Mode, Licht und Dekor werden durchgespielt mit konsequenter Künstlichkeit zu einer Show in Art Deco. Ein Kunststück für sich. Ja, jedes Lied ist gestaltet wie ein Gemälde, in das dann aber Bewegung kommt. Show auf die Minimalformel gebracht. Das ist ja gerade das Komplizierte. Eigentlich ist es doch gar kein Konzert mehr, wenn die Musik meistens vom Tonband eingespielt wird.
Ich empfinde das als fortschrittlichste Art, so eine Show zu machen, jedenfalls bei meinem künstlerischen Anspruch. Selbst wenn ich alle Musiker, die auf meinen Platten gespielt haben, mit auf Tournee nehmen könnte, auf der Bühne würden sie nicht sehen, weil ich glaube, das sieht nicht gut aus. Vielleicht, weil Grace Jones dann nicht mehr im Mittelpunkt stehen würde. Nicht, weil ich auf dem Ego-Trip bin oder sowas, aber ich habe genügend Shows gesehen, bei denen die Band nur die Aufmerksamkeit abgelenkt hat. Ihr Konzept hat Erfolg. Sie tanzt im Mittelpunkt und sie kann es sich mittlerweile leisten, ihr Image als wildes, schwarzes Tier zu persiflieren, es anderen überlassen, in den Nachtclubs die Tanzaffen zu machen. Mit ihrem Selbstbewusstsein ist auch ihre Musik schwärzer geworden. Die ehemalige Disco-Diva arbeitet heute mit den besten Reggae-Musikern zusammen. Also ein Sprung vorwärts, zurück nach Jamaika. Very strong, cultural, political, religious, all of that, Sicher hat die Reggae-Musik starke kulturelle, religiöse, politische Ursprünge, aber für mein Empfinden ist das zu belastend, zu schwergewichtig. Mein Rhythmus ist die Mischung aus Reggae und schwarzer amerikanischer Funkmusik, sowas wie James Brown. Musik zum Tanzen, aber nicht wie Disco, nur so zum Rumhüpfen. One-Man-Show, eine Ein-Mann-Show. Der Titel ihrer Vorstellung ist eine ironische Anspielung auf den Grace Jones-Kult. Aussehen wie ein Mann, aber fühlen wie eine Frau. Das irritierende Spiel mit den Geschlechterrollen ist ein Ritual, das Mrs. Jones perfekt beherrscht und für ihre Fans auch handgreiflich demonstriert. Oh yeah, baby. Come on. Don't waste my time. Now you just bend over nice to me. Wenn sie das aggressive Gehabe der männlichen Popstars imitiert, riskiert sie auch ihre eigene Lust und die Lust ihres Publikums an diesem Spiel bloßzustellen. Und das macht sie zu einem zeitgemäßen Gesellschaftsspiel. There you go. Don't push me off the stage. Well, I find the average sort of passive, sexy thing, to be very boring, Blondie, for example. Ich finde das durchschnittliche, passive, sexy Ding schon sehr langweilig. Sachen wie Blondie zum Beispiel. Für die 60er Jahre war das ja in Ordnung. Aber wenn ich mich jetzt so umsehe, finde ich das überholt. Ist es nicht anstrengend, diese öffentliche Rolle und ihr privates Ich miteinander zu verbinden?
Nein, sehr viel von meinem privaten Ich ist das, was man auf der Bühne sehen kann. Da explodiert was. Exploding, you know.